Hallo Folks, seit langer Zeit mal wieder Hard Guitar on Tour. Und zwar bin ich... Jo, wie es so ist. Ihr hört's, da draußen wird gebohrt. In dem Moment, wo ich gerade das Video anfangen wollte, kam die erste Unterbrechung. Also, ich bin auf dem Weg zur Sonja nach Hanau und werde mir dort angucken, was sie für ein tolles Produkt erschaffen hat. Wir kennen uns schon sehr lange, haben früher gegeneinander gespielt bei einem Bandwettbewerb und jetzt geht's füreinander vor der Kamera weiter. Herzlich willkommen bei Hard Guitar. Hausbesuch bei Sonja Schellenberg. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Wir kennen uns ja schon ziemlich lange, haben wir festgestellt. Richtig, ich hatte es schon in der Anmoderation gesagt. Ich suche gerade das Jahr, aber es muss Anfang der 90er gewesen sein. Bei einem Bandwettbewerb in Bad Vilbel. Und ich weiß gar nicht, ich weiß noch, wer gewonnen hat. Eine Band namens Tunefish Effect. Echt? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich habe mich tierisch geärgert, aber die war natürlich auch extrem gut. Und ja, wir beide haben für den Fame mitgespielt und seitdem sind wir dabei, haben beide so unseren Weg gemacht und sind am Ende wieder zusammengekommen in der gleichen Branche, die MI, wie wir es nennen. Du als Entwicklerin und eine als im Verkauf und in der Entwicklung auch dann am Ende. Ne? Heute sind wir hier, um uns dein Produkt anzuschauen, in deinem Studio, Ja, was sich nennt, hilf mir kurz, 901 oder 901. ja, also das ist das 901 Studio Okay. und meine kleine Company heißt 901 Sound. Und kannst du uns kurz erklären, was hinter der Zahl steckt? Das ist meine Lieblingsgitarre, die heißt so. Die spiele ich seit ewigen Zeiten. Ich bin ja auch schon ewige Zeiten im Internet irgendwie unterwegs, in den verschiedenen Foren und hast du nicht gesehen. Und ich habe dann immer auch als Nickname dann 901 genommen. Witzig. Also so Musikerboard oder so. Also vielleicht hat mich da schon mal einer gesehen als 901. Das bist du dann. Ja, das bin ich dann. Dann weiß man es dahinter. Ich blende sie gleich mal ein. Es handelt sich um eine ESP 901. Sehr 80er, 90er orientiert vom Style her, aber heutzutage natürlich wieder total trendy. Die ist noch aus dem ESP Custom Shop in Düsseldorf. Das war ein Modell, das gab es auch nur in Deutschland, deswegen ist das vielleicht auch nicht ganz so bekannt. Ja. Also wenn man das einem Ami zeigt, der hat das nie gesehen. Legendär damals, so ein bisschen aus dem Custom Shop Düsseldorf ESP wurde dann die deutsche Firma Fender. Das hat sich daraus so ein bisschen formiert, aus ja, dem ganzen das wusste ich Ding. gar Ja, nicht. viele Mitarbeiter sind damit rübergegangen. Und legendär natürlich die Gitarren für die Toten Hosen, die damals gemacht wurden, von der Lackierung her. Axel Rudi Pell. All diese Typen, die in Deutschland halt dann mit ESP-Gitarren gespielt haben, vor allen Dingen bekannt für die unglaublichen Designs. Großartig. Aber wir wollen über das reden, was hier drin ist. Und ich packe es mal aus. Es ist das Fulcrum. Oder wie der Angelsachse sagen würde, Fulcrum. Ich spreche es trotzdem so quasi deutsch aus. Also ich sage mal Okay. Fulcrum. Es ist ein deutscher Eigenname. Weil eigentlich ist es ja lateinisch. Also auf Latein ist es eigentlich eher ein Sockel. Ja. Das eingeenglischte Wort, das ist so eine Art Scharnier oder Gelenk. Okay. Ja. Ja, damit haben wir ja beides. Ja. Nämlich wir haben einen Sockel und wir haben ein Scharnier und ein Gelenk. Ja. Eigentlich zwei Gelenke sogar. Richtig, nämlich das ist das, was der Marketingmann würde sagen, der USP ist von deinem Produkt. Es handelt sich erstmal, ich hoffe, ich trete nicht zu nahe damit, es ist ein Expression-Pedal. Ja. Ne? Auch wenn es ganz anders ist als alle anderen Expression-Pedale, die praktisch nur in einer Seite funktionieren, nämlich mehr oder weniger, Genau. kann deins
mehr und weniger und das aber über zwei Achsen. Genau. Und wir sehen schon, wir haben hier hinten auch zwei Ein- und Ausgänge, muss man ja sagen. Das heißt, ich kann wirklich mehrere Parameter mit deinem Pedal steuern. Genau, gleichzeitig. Mit einer kleinen Fußbewegung. Wir haben ein Expression-Pedal. Wir haben zwei Achsen und wir haben zwei Möglichkeiten. Mhm. Ich kann es aber auch nur Mono benutzen, wenn ich denn will. Wäre eine Möglichkeit. Ja. Die sind auch elektrisch völlig voneinander getrennt. Du kannst damit zwei ganz verschiedene Effekte ansteuern. Darüber habe ich nie nachgedacht. Also ich könnte zum Beispiel, ich habe gerade hier gesehen, du hast einen TC Electronic Ja, hier drüben liegen. guck mal rechts hinter dir. Ja. Da ist so ein Ja. Aufbau. Wahnsinn. Das ist noch so ein Vorserien-Fulcrum hier, deswegen sieht es ein klein bisschen anders aus als das andere. Da haben wir hier ein Halo, was ein Hall-Effekt ist. Delay, ja, das ist das Andy Timmons quasi Signature Delay, wenn man so will. Und hier das Strymon Riverside, das ist ein Distortion, der eben auch einen Expression-Eingang hat. Und das ist so meine Lieblingskombination auch. Ne? Also das, so wie ich das selber auch benutze, quasi Gas nach vorne, so stelle ich mir das immer vor, als ob man Gas gibt. Ne? Das ist hier Gain. Also ich habe da zwei Sounds eingestellt. Einer, der ist so ein gemäßigter Rhythmus-Sound. Und nach vorne ist halt alles, was drin ist quasi. Na klar. Und zur Seite ist, also das wäre dann quasi 0. Dann ist es ganz trocken, kann man schön funky irgendwie was machen. Und dann kommt dann hier zur Seite hin, kommt dann das Delay dazu gemischt. Okay, und alles dazwischen ist aber auch möglich. Also es gibt ja auch diese Möglichkeit, Genau. wo ich sage, ja, da ist schon Pfeffer dabei, aber ganz nach oben wäre dann eben 100% von beiden. Nur um das für jeden zu erklären. Also das wäre, weil ich stelle mir das immer vor wie so ein Koordinatensystem. Ja. Ne? Und also es ist wie, als hätte man ein Expression-Pedal, was so zur Seite geht und eins, was nach vorne geht. Und deswegen ist dann hier so diagonal nach oben, ist dann beides voll auf. Richtig, jetzt habe ich es auch verstanden. Aber es macht natürlich total Sinn, also gerade diese beiden Effekte sind natürlich die wir Gitarristen am liebsten einstellbar haben. Denn nicht jeder Song braucht immer nur eine Gain-Struktur, sondern in der Regel machen wir das am Volumenporti, was aber natürlich auch immer die Struktur des Gains verändert. Wenn ich wirklich den Anteil des Gains regeln will, muss ich auf sowas zurückgreifen hier. Lass uns doch hier direkt mal einsteigen. Ich habe jetzt den Fulcrum verbunden mit meinem Houston Kettner Black Spirit 200 Floor. Der hat zwei Eingänge für Controller. Also ich kann da entweder zwei verschiedene normale Pedals anschließen oder eben den Fulcrum. Wie gesagt, mit zwei Stereo TRS Klinkenkabeln. Das ist relativ easy und ihr braucht nichts anderes als eben nur den Fulcrum und diese zwei Kabel, die in diesem Fall jetzt hier seitlich reingehen. Ich habe den Black Spirit jetzt so eingestellt, dass mein Solo-Sound mit Delay mit zwei Controllern beeinflusst werden kann. Das eine ist Volume und das andere ist Delay. Und wenn ihr meine Hand seht, wie ich sie bewege, dann ist es genau so, wie ich es da drauf gelegt habe aufs Fulcrum. Es ist nämlich jetzt so, wenn ich den Fuß so bewege, wird der Sound lauter. Und wenn ich den Fuß seitlich bewege, kann ich den Anteil des Delays eben vergrößern. Okay, also Fulcrum liegt hier. Leise, laut. Mittelposition, rüber, kein Delay mehr. Rüber, viel Delay. Mittelposition oben. Wäre jetzt für mich die ideale Einstellung zwischen genug Delay für Solo und maximale Lautstärke für Solo. Wenn ich mehr Delay brauche, müsste ich jetzt praktisch nur den Fuß hier rüberlegen. Und ihr merkt schon, dann kommt mehr Power drauf.
oder eben wenig Lautstärke, viel Delay. Okay, zurück zum Interview. Ja, also es ist ein bisschen wie so eine Farbpalette, ne? Also wie so ein Maler, der so seine Palette hin hat und dann hat er 2 Farben. Und dann kannst du dir dann so quasi immer Ja. aussuchen, welche Schattierung du gerne haben willst. Schönes Und da Bild. gerade dieses Graduelle, das bringt mich natürlich auch in die Situation, dass ich, wenn ich irgendwie spontan sein will, wenn ich irgendwie was jamme oder vielleicht auch von den Musikern um mich rum ist es vielleicht lauter oder leiser. Ich kann mich direkt anpassen. Also ich brauche dann nicht an meinem Pedalboard mich dazu bücken und an 10.000 Knöpfen da irgendwie was zu drehen. Ich mache so ein kleines bisschen das Pedal weiter und dann bin ich von einem vielleicht AC/DC-Sound schon mehr im Van Halen-Territorium oder vielleicht mache ich auch mal irgendwas ganz schön clean oder so. Da muss man ein bisschen anders denken. Ich merke das manchmal, wenn ich das Leuten zeige, dass die das zuerst für so eine Art sehr komplizierten Schalter halten. Aber die Magie ist eigentlich genau darin, dass ich kann das halt so graduell mir hinstellen, wie ich es jetzt gerade brauche und nicht auf 10.000 Tastern da irgendwie rumtanzen und dann hoffen, dass ich dann den richtigen Sound genau mir schon irgendwie vielleicht vorbereitet habe. Wir haben im Vorgespräch haben wir darüber geredet, dass der Reiz bei so einem Aufbau ja sein kann, dass eben man nicht immer einen vorgefertigten Sound hat. Ein Grund, warum ich zum Beispiel auf einkanalige Amps stehe, ist, dass ich mein Gain anpassen kann an das, was die Situation erfordert. Und wenn halt der Gig ein bisschen mehr nach vorne geht, dann geht es halt auch mehr nach vorne. Und nicht bei einem Preset, wo halt Gain Level 80 steht, dann steht da Gain Level 80 und dann ist es nur 80. Und hier bin ich in der Lage, nach meinem Gefühl, nach dem Gefühl der Audience oder der Band, halt zu sagen, okay, heute geben wir mal ein bisschen mehr. Oder vielleicht auch des Raumes angepasst, ne, wo ich sage, ich habe mir eine Delay-Stellung eingestellt, die aber gar nicht mehr passt, nachdem jetzt auf einmal Leute im Saal sind und der Raum sich ganz anders verhält. Ja, dann gebe ich halt ein bisschen weniger drauf. Aber wenn man es dann schon mal hat, dann Ja. kann man es natürlich auch, während man spielt, auch ausdrucksstark benutzen. Also Ja. was ich auch zum Beispiel dann halt gerne mache, ist, dass ich stelle mir ein bisschen mehr Delay eigentlich ein, als ich normal brauche, so auf der Extremstellung. Und dann spiele ich mein Solo irgendwo so halt hier so in der Mitte so, ne? Ja. Und du hast aber in einem Solo ja oft so einen Höhepunkt, wo du dann mal eine Note, die bleibt dann so stehen und die soll dann strahlen, ja. Und dann kannst du dann einfach mal ganz elegant so mit so einem Kick zur Seite, dann geht dann das Delay auf und dann kannst du so einen Helden-Delay dann so auf die letzte Note drauf. Und während du halt shreddest, dann willst du vielleicht ein bisschen weniger haben, weil du ja die Anschläge schön hören willst. Auch noch ein Aspekt, ich habe die Finger frei. Ne? Ich habe halt wirklich die Finger frei und habe alles, und das ist mit Sicherheit eine Übungssache, das hast du auch gesagt, damit umzugehen, braucht erstmal ein bisschen, aber am Ende ist es doch so, ja, wir haben ja auch gelernt, damit umzugehen, ein Volume-Putty, einen Schalter, einen 5-Weg-Schalter zu bedienen, zu den MIDI-Pedalen rumzuschalten. Wenn du es erstmal probierst, wirst du sehr schnell merken, wo die Vorteile sind. Du legst den Fuß drauf und merkst, ey, wie geil ist es, wenn beides gleichzeitig mehr wird? Oder wie geil ist es, wenn sich nur eins steigert und das andere eben nicht steigert? Und so wird man auch da eine Persönlichkeit finden, wie man das für sich bedient. Ja, Ne? das macht natürlich jeder anders. Und das finde ich ja auch gut. Also ich möchte ja mit solchen Sachen, ich habe ja noch 10.000 andere Ideen, die noch kommen werden, ne? Aber ich möchte mit solchen Sachen, ich möchte ja ein Werkzeug zur Verfügung stellen, mit dem man selber kreativ sein kann. Wo dann, ich freue mich auch über jeden Kunden, der mir erzählt, was er so tut. Also ich frage auch meistens, also das kann man im Moment ja sowieso nur bei mir im Online-Shop kaufen. Und ich kriege ja dann eine Mail von diesem Shop-Prozess, ne? Und ich melde mich normalerweise auch bei jedem, der da irgendwie was bestellt und frage dann mal nach, was macht ihr denn da so mit? Ja. Und da sind total, also ich hab total spannende Kunden, muss ich auch mal sagen. Also ich finde Das glaube ich. Ja, das sind sehr kreative Leute in der Regel und die machen damit auch Sachen, die ich jetzt vielleicht selber gar nicht gedacht habe, was man damit so alles machen kann. Man muss auch dazu sagen, wir reden jetzt hier von Gitarrist zu Gitarristin. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein Pedal, was überhaupt nicht auf Gitarristen nur zugeschneidert ist. Oder das kann ja auch ein Keyboarder verwenden. Auf jeden Fall. Ohne Probleme. Ja. Die ja mit solchen Sachen schon viel länger arbeiten als wir Gitarristen. Expression-Pedale oder
Ich erinnere mich noch, kennst du noch dieses Ding von Alesis, was mit dem Beam funktionierte? Der hatte so einen Lichtstrahl, wo man die Hand drüber halten Ja, konnte. ja, Das war ja. irgendwie auch die Innovation, Hm. hat sich nicht durchgesetzt, weil am Ende ist es doch so, du hast die Finger oben voll Hm. und die Füße sind dafür gut. Ne? Hm. Also, wir haben Keyboarder, wir haben mit Sicherheit auch Anwendungen rund im Studiobereich, wo man sowas durchaus verwenden könnte, ja, um irgendwelche Controller zu steuern in der DAW. Das Hm. wäre ja durchaus auch ein Anwendungsbereich. Also nicht nur wir Gitarristen. Ja. Was wir auch schon mal probiert haben, so Moving Heads, also Licht zu steuern, das ist auch lustig. Kann man auch lustige Sachen Oh mitmachen. Gott, stimmt. Die haben ja auch die Eingänge. Ich muss gerade überlegen, wenn ich das hier mit der Kamera verbinde, kann ich vielleicht oben die Kamera Genau, steuern. du könntest den Gimbal könntest du steuern. Großartig. Wir sind jetzt schon ziemlich tief drin in der Art und Weise, für was man das Pedal verwenden kann. Was mich total interessiert und mit Sicherheit auch alle da draußen ist, wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Pedal zu designen? Also, es gibt ja Pedale, die sind auch, sage ich mal, affordable. Dann kauft man sich noch ein zweites dazu, dann kann ich auch 2 Parameter. Aber was hat dich dazu gebracht zu sagen, nee, ich will den Step weitergehen am Ende? Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass man doch nur 2 Füße hat. Also, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber bei mir ist es oft so, wenn ich so eine Idee, also es gibt immer so eine Art Voridee, ja, so ein Gefühl, so, ich will da gerne was machen, aber irgendwie geht's nicht. Ne? Also irgendwie fehlt mir was. Und ein Ding war mal so, da hatte ich mir hier irgendwie so ein Synthi-Plugin gekauft für die DAW und die haben ja ganz oft diese Trackpads, ne, wo dann auch so XY-mäßig da dann deinen Sound, da meistens das irgendwie so Resonanz, Filter, irgendwas, kannst du Genau. dann da irgendwas machen. Da habe ich gedacht, ja, super cool, aber ich hätte das jetzt gern für die Gitarre irgendwie. Und dann kommt man drauf, naja gut, Filter und so habe ich da in meinem Fractal auch ohne Ende, könnte ich eigentlich alles machen. Aber wie bediene ich denn das, während ich Gitarre spiele? Ja. Ja, Das war so eins und dann verebbt aber so eine Idee erstmal wieder so, okay, geht halt nicht, machen wir was anderes. Und noch so ein Ding ist, dass ich bin ganz großer Steve Morse-Fan und Steve Morse macht seinen ganzen Gitarrensound ja so, dass er einen Head da hat, das ist sein eigentlicher Sound. Und dann hat er dann verschiedene Delays und ich glaube auch noch einen Hall oder so. Also jedenfalls 2 verschiedene lange Delays hat er. die er Und reinblendet. hat dann Ernie Ball-Pedale da stehen und hat einen zweiten Wet-Amp, wo nur das Effekt rauskommt. Und dann ist das so hat er quasi wie so ein kleines Mischpult, wo er sich dann diese verschiedenen Delays dann zumischt. Ja. Und da kannst du aber halt auch immer nur eins machen. Du kannst halt dieses Delay bedienen, das andere. Und wenn du beides, dann, naja. Dann wird es schwierig. Und dann ist aber auch das wieder so ein bisschen wieder, da hatte ich schon mal so einen Gedanken, ja, man könnte sowas in der Art machen. Vielleicht aber auch mit Drehen oder ich weiß nicht, ich habe da verschiedene Ideen gehabt. Aber dann geht diese Idee wieder so ein bisschen in den Untergrund. Und dann hatte ich aber mal angefangen, mit einem Gitarrensynthi was zu machen. Also so richtige Synthi-Sounds hier mit dem GR55. Ich habe auch ein paar Gitarren, da sind Habe ich gesehen, ja. da GK3 und so drauf. Und ja, aber jetzt blende mal von, was weiß ich, einem Orgelsound auf einen Gitarrensound um. Dann musst du eigentlich, wenn du 2 Volumenpedale hast, diese Bewegung machen. Ja. Und ihr macht das mal mit dastehen, noch eine Gitarre umhaben, das ist unmöglich. Genau. Also ich habe das draußen stehen, wir können das gleich auch nochmal angucken, wenn du magst. Gerne. Können wir gleich drauf blenden. Ja. Und das war so der Anreiz, aber zu sagen, ich muss was designen, was es noch nicht gibt. Also es war dieses Gefühl, ich will das haben, ja. Ich mache es jetzt einfach mal, ja. Und dann habe ich dann verschiedene Prototypen gemacht und ich bin ja eigentlich sonst auch immer so ein Fan von diesen Ernie Ball Pedalen gewesen, weil die sind halt so wuchtig und so vertrauenserweckend und so. Da kam dann erstmal hier aus dem 3D-Drucker dieser Prototyp raus. Großartig. Und der macht es auch so wie das Ernie Ball Pedal, Ja. hier mit so Schnüren. Ne? Ja. Aber das ist, also ganz ehrlich, das ist eigentlich die Schwäche vom Ernie Ball Pedal mit den Schnüren, weil irgendwie, die gehen halt mal kaputt oder irgendwas federt sich rein oder irgendwas. Und ich kann nur sagen, das ist ein Albtraum, das zu montieren.
Und das ist ja auch beim Ernie Ball Pedal immer ein Albtraum, Ja. wenn du da irgendwie diese Schnur da irgendwie reinfummeln musst. Wir gehen mal kurz ins Detail. Also das klassische Crybaby Wawa hatte eine Potentiometerachse und dann gibt es praktisch einen Zahnstab, Ja. nenne ich ihn mal. Der Warte mal, ich hol's mal gerade. Ah, du hast es, ja. Genau, da ist das Ernie Ball und hier wäre jetzt als klassisches Beispiel eben das The Vox, was aber gleich funktioniert wie Ja. das Crybaby. Und da ist praktisch diese Zahnradachse und die steuert das Poti hier neben. Genau. Dann auch da schon, wenn man mal was verstellen will und denkt, ich möchte ein bisschen mehr statt Quack unten, ist es super diffizil. Eins weiter drehen, Achse wieder dran, Ding wieder zusammenbauen. Und natürlich hier drüben bei Ernie Ball mit dem Schnürchen. Ja, kann sich jeder vorstellen, was passiert mit so einem Schnürchen, wenn es mal schlecht behandelt wird. Dann reißt es. Und die Einstellung ist auch sehr kompliziert. Es gibt noch eine dritte Variante, die möchte ich nicht ungesagt lassen. Und zwar gibt es von Morley diese optische Ja. Geschichte. Prinzipiell eine tolle Idee, mit LEDs zu arbeiten. Meine Erfahrung, Gig, draußen, Sommer, Sonne, Ende von Morley-Pedal, zu hell. LED schaltet nicht mehr an. Okay, und du bist aber jetzt auf was gekommen am Ende? Eigentlich ist es auch mit einer Verzahnung gelöst, aber die Lagerung, die ist in so quasi Gelenkstücken. Also hier haben wir ja, das sieht man ja auch hier schön von der Seite, hier ist einfach eine Achse Ja. und auf der Achse läuft das Pedal fertig. Aber wenn man jetzt halt 2 Ebenen haben will, muss man sich was überlegen und vor allem, ich wollte das so haben, dass, gibt es das Ja, mal gerade? Dass hier ist der Drehpunkt ja relativ weit unten, aber wenn das für mein Pedal so wäre, dann würde sich ja diese ganze Platte hier wie auf so einer Kugeloberfläche bewegen. Und ich möchte aber, dass der eigentliche Drehpunkt, dass der hier oben in der Mitte ist, oben. Und deswegen ist da eine Mechanik drin, die mit so Gelenkstücken arbeitet. Und es geht aber auch auf Potis, also dieses passive Pedal, man braucht keinen Strom dafür. Das geht auch auf normale Potis. Das heißt, man kann es eigentlich auch, wenn man so ein Y-Kabel, so ein Insert-Kabel benutzt, kann man es auch als Volumenpoti benutzen. Großartig. Also das kann man mit eigentlich allen passiven Pedalen. Ne? Das ist jetzt keine Spezialität von mir. Aber ich habe von einem Freund ein Testgerät bekommen, also mit so einem Arm, der halt, was weiß ich, wie viel 100.000 Mal hin und her macht, um das alles zu testen. Und habe da festgestellt, oh, Poti ist nicht gleich Poti. Also Nein. meine Mechanik hat das gut weggesteckt, also Aber die hervorragend, Potis kein nicht. Problem, aber die Potis, die ich ursprünglich mal benutzt hatte, die haben das nicht so gut verkraftet. Und dann habe ich dann irgendwie, bin ich drauf gekommen, dass es gibt Potis, die können das, die sind halt ein bisschen teuer, wie das halt so ist. Ja. Das sind so Militärtypen, die können 1 Million Zyklen. Ein normales Poti, je nachdem, ein ganz einfaches 10.000, ein gutes 100.000 Zyklen. Diese können 1 Million Zyklen. Wow. Und es gibt mittlerweile von dem Pedal auch noch eine MIDI-Version. Ja. Aber ich benutze eigentlich auch immer noch dieses. Mit meinem Fractal FM3 bin ich da immer unterwegs. Und das ist halt wirklich cool, wenn du keinen Strom brauchst. Da schmeißt du halt das FM3 hin. Und das kannst du dir irgendwo, da wo du es bedienen willst, an den Bühnenrand halt legen. Das ist in Sekunden aufgebaut. Und du kannst auch nichts kaputt machen. Ja? Also wenn du aus den Strom rausziehst, ist ja bei anderen Sachen ist dann halt Ende Gelände. Genau. Und da kann maximal der Stecker rausziehen, dann macht es halt erstmal nicht das, was es soll. Man muss dazu sagen, um es bedienen zu können, brauchst du natürlich 2 Klinken, TRS, Genau. weil ja Kommunikation hin und her geht. Und das ist das Einzige, was du brauchst. Ja? 2 Stereo, Klinke, Kabel und dann geht die Show los. Mit was immer ihr auch dahinter macht, das ist eurer Kreativität dann am Ende selbst überlassen. Natürlich bieten sich moderne, du hast schon FM3, FM9 angesprochen, moderne Modeler an, weil da man halt irgendwie alles Mögliche einstellen kann. Aber, wie wir gesehen haben hier, es gibt eben eine Reihe von sehr hochwertigen Pedalen, die auch einen Expression-Eingang haben. Und ja, warum nicht eine so eigentlich digitale Idee umsetzen auf einen völlig analogen Weg mit einem analog funktionierenden Pedal dann. Also großartig, was du machen kannst. So, jetzt hast du
du hast die Idee gehabt, du hast herausgefunden, wie mache ich's. Und es ist so, wenn wir jetzt mal dein Pedal umdrehen, fällt eine Sache sofort auf. Da ist eine schwarz-rot-goldene Fahne. Das heißt, du produzierst in Deutschland und nicht nur das, du produzierst Hier, ja. hier Hier, ja. zu Hause. Gut, also ich meine, da sind ganz viele, also es sind eine ganze Reihe CNC-Teile da drin. Da habe ich mit einem guten Freund, der hat eine kleine CNC-Werkstatt, die Vorserie gemacht. Ja. Aber jetzt für die Produktion, für die Hauptserie, die ich verkaufe, dann geht das natürlich an einen Lohnfertiger. Ne? Okay. Also das schnitze ich nicht auch noch die Aluteile selber, Ja. aber das Ding da unten, das ist halt Vorserie, das ist hier in Kleinauheim ist das entstanden. Großartig. Und alle anderen Teile, also zum Beispiel hier dieses Kunststoff, das ist auch gedreht aus dem Vollen. Mhm. Das ist eigentlich, Wow. kann man gar keinem erzählen. Ja. Aber für die Stückzahlen, mit denen ich unterwegs bin, da lohnt sich jetzt auch keine Form zu machen, jetzt so für einen Spritzguss oder so. Und das ist eine Firma in Gelnhausen, die mir das herstellt. Das Eloxieren hier, das ist eine Firma in Dietzenbach. Also alles auch aus der Region, muss man Ja, sagen. ja, Ne? und hier auch dieses Blech ausschneiden, das wird mit so einem großen Laser wird es geschnitten. Das ist Klein-Ostheim, das ist hier quasi von hier Großauheim raus, gerade die Gass runter, wenn du so willst. Genau. Ja. Alles rund um den Main so ein bisschen gelegen. Ja. Und also man muss wirklich dazu sagen, in einer Zeit, in der wir zunehmend globalisierte Produkte kaufen, also selbst Produkte, die vorgeben, in einem Land gefertigt zu sein, sind oftmals ja doch aus Teilen gefertigt, die dann wiederum aus Fernost kommen oder aus dem Ostblock. Das, was du hast, ist made in Germany, engineered in Germany und ja, wahrscheinlich beim Putti kann man es nicht ganz genau sagen, wo der herkommt. Ja gut, das wird schon aus Asien kommen, nehme ich mal an. Ja, aber der Rest ist hier gefräst und zusammengedengelt dann. Großartig. Also, das war mir ganz wichtig zu erwähnen. Es entsteht hier. Also Schrauben tue ich selber. Das Einzige, was ich nicht selber mache, ist wie gesagt CNC, weil das habe ich jetzt dann doch nicht. Gut, aber das ist ja durchaus ein Zugeständnis, dass man sagt, man vernetzt sich dann wiederum mit Herstellern und macht da auch wieder eine Kooperation und am Ende profitiert eine ganze Region von dem Produkt dann. Sondern du hast gesagt, MIDI, ist die nächste Ausbaustufe. Natürlich haben viele der modernen Geräte immer noch, muss man sagen, das ist ja eine sehr alte Technologie, MIDI, M1D1, wie manche Leute sagen. Was hat dich dazu bewogen, den Schritt zu gehen, analog, komplett, hin zu, okay, ich mache das Ding direkt anschließbar an einen MIDI-Port? Also ein Ding ist, dass leider Expression nicht wirklich standardisiert ist. Also es gibt da quasi zwei Geschmacksrichtungen. Es gibt da so Yamaha Line 6, die eine Seite, und die andere halt hier Fractal und so. Also Fractal kann jetzt, glaube ich, sowieso alles, aber das ist dann, da kann man es falsch bedienen quasi. Ne? Da kann man falsche Kabel nehmen, da kann man irgendwie sich vertun. Ich habe da zwar extra hier auf der Unterseite so zwei Schalter, um quasi zwischen diesen beiden Belegungen, also die beiden üblichen Belegungen von diesem TRS-Kabel unterscheiden zu können. Aber es passiert halt dann doch manchmal, dass man ein paar Geräte hat, die aus irgendeinem Grund wollen die einen anderen Poti-Wert oder irgendwas ist da irgendwie anders. Und der Vorteil von dem MIDI ist halt, MIDI ist ein Standard und MIDI gibt es schon, ich weiß nicht, 30 Jahre oder wie lange. Und das funktioniert immer. Ja. Und das funktioniert vor allem auch, was ich bei MIDI super schick finde, ist, du hast dann hier ein MIDI-Out, das schließt du, sagen wir mal, an das Line 6 Helix an. Und wenn du noch ein zweites Gerät steuern willst, dann gehst du einfach aus dem MIDI-Out oder MIDI-Through, je nachdem, meistens ist ja ein kombiniertes Out und Through, gehst du raus, gehst zum nächsten Gerät und zum nächsten Gerät, und dann kannst du eine ganze Kette von Geräten steuern damit. Das kannst du natürlich mit einem passiven Expression nicht. Das musst du hier, das geht von dem einen zu dem anderen und da hört es dann auf. Ja. Und das MIDI kannst du anreihen, das ist schon mal schön. Großartig. Und MIDI musst du auch nicht kalibrieren. Also MIDI geht von 0 bis 127 und das ist immer so. Da bist du immer an dem einen Anschlag 0 und am anderen 127 und egal was das die Kombination ist, das wird immer funktionieren. Man muss das echt nochmal sagen. Also dieses klassische Expression-Pedal, wie ihr es kennt,
hilf mir, Yamaha, FC, Oh, das weiß ich gar nicht. ja, auf jeden Fall das klassische Expression-Pedal. Es gibt dafür keine Norm. Also ich kenne das aus meiner Zeit bei Houston Kettner, wo wir natürlich auch Kunden hatten, die Expression-Pedale anschließen wollten und du immer darauf verweisen musstest, pass mal auf, es gibt welche, die funktionieren und manche nicht. Also selbst bei so einer einfachen Geschichte, bei einem Pedal, was das hier macht, konnte man sich nicht einigen. Aber MIDI, wie du schon sagst, ist seit den 80ern, seit den frühen 80ern unverändert. Das heißt, wenn man wirklich mehr als ein MIDI-fähiges Gerät hat und man möchte verschiedene Parameter steuern, wäre das deine Empfehlung zu sagen, go for MIDI Fulcrum in dem Fall. Genau, also es gibt halt zwei Sachen, die man da wissen muss. Das eine ist, MIDI braucht halt Strom. Ja, also deswegen benutze ich immer noch passiv. Ja. Mein Fractal FM3 hat 2 Expression-Eingänge, da passt das ganz wunderbar, kein Problem. Aber wenn man irgendwie sowieso ein Pedalboard hat, hat man sowieso meistens Strom. Ja. Aber so für den Hinterkopf müsste man das wissen. Ja. Mein MIDI-Pedal ist aber übrigens so, dass auf dieser 5-Pin-Buchse sind ja eigentlich sogar 3 Pins unbenutzt. Das wissen die meistens gar nicht. Also das ist zwar dieser blöde DIN-Stecker, den keiner leiden kann, Ja. aber davon werden nur 2 benutzt. Das heißt, das sind also eigentlich sogar 3, aber das sind vor allem diese 2 Pins, die man benutzen kann. Da kann man mein Pedal mit Strom versorgen. Okay. Und es gibt auch so einige, ich glaube Voodoo Lab hat das und noch so ein paar andere Looper oder so. Die geben auch Strom raus über diese beiden Pins. Und die Da würden braucht dann powern. Genau, da braucht man kein extra Netzteil mehr. Oder kein extra 7-Pol-MIDI-Kabel, was es ja auch noch Ja, gibt, das was verkauft wird, als damit kann man dann Sachen powern, aber im Prinzip reicht ja ein Fünfer aus. Ja, das Problem ist halt nur, dass die Belegung von den anderen Pins, die ist halt auch wieder nicht standardisiert. Und deswegen ist es aber bei meinem so, ich habe da einen Brückengleichrichter drin, wie rum die gepolt sind, ist egal. Und da ist auch ein Spannungsregler drin, der kann, ich glaube, von irgendwas 5,5 oder ich habe es jetzt schon wieder vergessen, bis 18 Volt. Also wenn man auch aus Versehen mal 18 Volt anschließt, geht es auch nicht kaputt. Ja. Großartig. Kannst du so oder so anschließen. Wenn du ein Netzteil an die Netzteilbuchse anschließt, ist das auch sowieso tot. Dann braucht man auch keine Angst zu haben, dass man mit 2 Netzteilen irgendwie was kaputt macht. Also ich habe mir da ganz viele Gedanken gemacht, dass das robust ist ohne Ende. German Engineering ist vor allen Dingen die Fehler der Kunden vorauszusehen. Naja, was heißt Fehler? Ich meine, es passiert halt, dass man in der Hektik oder irgendwas macht. Ne? Also Natürlich, ja. Jetzt mal ganz im Ernst. Wir haben uns eben jetzt das Board angeguckt, was du hier unten hast. Da haben wir Distortion und Delay. ja. Ich sag mal, und oder Hall für manche Leute, wo man sagt, okay, das kann ich relativ schnell verstehen. Das sind 2 Parameter, die möchte ich gerne steuern. Du hast mir vorhin erzählt, dass du im regen Austausch mit deinen Kunden bist. Du bist natürlich auch auf vielen Messen und stellst aus und bist immer wieder im Kontakt. Neben dieser Anwendung, gib uns mal noch vielleicht 2, 3 weitere Anwendungen, die sich sofort aufdrängen, jetzt, wo du es weißt, aber viele da draußen gar nicht im Kopf haben, stimmt, das kann ich ja auch damit machen. Gut, also wofür ich es auch gerne benutze, ist irgendwie so ein Pitch-Shifter noch dazu. Also Whammy-esque? ja, das wäre die andere Möglichkeit. Okay. Also du kannst natürlich auch alle möglichen Filter da drauf tun und dann irgendwelche lustigen Filter, wow-mäßigen Effekte machen. Und was ich aber jetzt eher meine, ist so, du hast so einen Harmonizer. Okay. Harmonizer, Pitch im Sinne von Octaver oder so, Ja. den willst du dir halt auch vielleicht einfach nur so ein bisschen graduell dazu machen. Vielleicht auch nur mal so auf so einer speziellen Note, dass dann, dann geht da mal so ein... Das müssen wir vielleicht für viele da draußen erklären. Bevor es zu einer Notenverschiebung kommt zwischen den beiden Parametern, entsteht eben dieser Chorus Flanging Phasing Effekt. Ja, das ist ein sehr schmaler Grad von Millisekunden, aber letztendlich hat das zur Erfindung des Chorus-Effekts überhaupt geführt, dass, ich glaube, es waren die 2 Bandmaschinen, die nicht ganz in Sync waren, ja, und so ein bisschen... Ja, ich glaube, die Sage geht irgendwie Jimi Hendrix und irgendwie, also keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es viele Sagen darum, aber es ist relativ schnell erklärbar. Es sind 2 Klangquellen, die aneinander verschoben werden in der Geschwindigkeit bei den Bandmaschinen. Und das würde man also praktisch dazu machen und dann eine leichte Verschiebung, einen leichten Detune zu bekommen, der dann aber wieder zu einem sehr schönen Chorus führt. Ja. Ich glaube, am meisten hat es bekannt gemacht
Van Halen, ne? Wenn man so über die Eventide H3000 Fraktion nachdenkt, da gibt es ganze Platten, die vollgekleistert sind. Der Herr Vai war ein großer Freund davon. Also das ist natürlich eine ganz klare Anwendung, die ich mir auf eine Achse legen kann und so Ja, reinschieben oder kann. auf zwei. Ne? Also ich hab mir hier im Fractal so ein Van Halen Preset gemacht. Da Ja. ist der Phaser 90 auf der einen Achse und Ja. der Flanger auf der anderen. Ach geil, ja natürlich. Ja, Van Halen war großer. Ich muss hin und her schalten zwischen Phasing und Flanging. Was mir gerade einfällt, was ist ein Modeler? Zwei verschiedene Amp-Typen hin und her blenden. Ja, das geht auch. Das Eigentlich, FM3 hat halt nur einen, aber ja, wenn, ja, du, ja. wenn du jetzt große XFX oder sowas hast, dann kannst du das machen, klar. Da kannst du Fender Deluxe Reverb und Marshall 2203 kannst du dann überblenden. Ist das, was natürlich sofort in den Sinn kommt. Ich mache mir ein cleanes Setup auf der einen Seite und da sind wir wieder bei, glaube ich, so ein bisschen bei Steve Morse, ne? So, wo ich Sachen hin und her blende. Und dann habe ich auf der anderen Achse hätte ich noch einen schönen Spring Reverb, den ich ja auf beiden Seiten brauchen kann oder ein Delay. Ne? Also wenn man sehr geübt ist im Umgang mit diesem Pedal, kannst du dir das natürlich auch so machen, dass du dir quasi, wenn du dir das wieder als Koordinatensystem vorstellst, dass die Null in der Mitte ist. Ja, Aber das muss man, das gebe ich zu, das muss man dann schon ein bisschen im Gefühl haben. Ne? Und dann kannst du natürlich, was weiß ich, in die eine Richtung ein Reverb und in die andere Richtung ein Delay machen. natürlich. Und hier den Fender und da den Marshall oder so. Ja, super interessant. Und was ich leider, also das Fractal kann ja fast alles, ne? Fast alles. Aber Ja. was ich noch nicht hingekriegt habe mit dem Fractal, also vielleicht hat da jetzt auch jemand, der zuschaut, eine Idee. Aber ich träume immer davon, dass ich mir das, also wie jetzt wieder dieses Bild von der Malerpalette, dass ich mir vorstelle, hier wäre der Chorus Ja, und hier ist der Flanger und hier ist das Delay und hier ist irgendwas anderes. Und dann, je nachdem, in welche Richtung ich das kippe, kommt dann halt von dem einen oder von dem anderen. ja, Also bis zum gewissen Grade kann man's simulieren. Du hast ja immer bei einem Effekt ein paar Parameter, wenn du die auf Null drehst, ist er quasi weg. ja. Und das kann man so ein bisschen ausnutzen, um dann diese Quadranten hier herzustellen. Also ich kann das machen, dass das hier irgendwie dahin, 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 dahin verschiedene Sachen macht, aber so vielleicht, wer weiß, eines Tages, wenn ich das nochmal ein bisschen digital aufmotze, hier alles, gerade MIDI, ne, dass man sich eine virtuelle Achse macht. Ne? Während du erklärst, schweife ich immer ab und versuche das direkt in meinen Workflow einzuarbeiten. Und wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, die Anwendung, die du gerade gesagt hast, das Ding liegt unter meinem Studio-Desk, wo ich ja tagtäglich Gitarre spiele und Sounds natürlich anreichere mit genau dem, was du eben sagtest. Da kommt mal ein Flanger, da kommt mal ein Chorus, da kommt mal ein Pitch-Shifting drauf. Und die Möglichkeit zu haben, ohne groß zu programmieren, sondern ich habe ein vorgefertigtes Preset, wo ich einfach nur mit dem Fuß kurz rüber gehe und dann ist der da oder eben nicht oder sogar in der Intensität. Und ich kann vor allen Dingen auch on the fly gucken, was am besten klingt. Ne? Genau. Also das ist eigentlich dasselbe, was du mit einem großen Pedalboard hättest, nur eben alles graduell steuerbar auf einem relativ kleinen Bereich. Also um das alles zu machen, viele Leute haben ja riesengroße Pedalboards. Ich staune ja immer, wie groß das so werden kann. Ja, Und ich verstehe es auch. Ich meine, es gibt ja auch ganz viele ganz tolle Effektgeräte, die ganz, ganz unterschiedliche Sachen machen. Und dann das ist ja eigentlich auch so diese Faszination, ich kann jetzt einfach auswählen. Ne? Ich kann ja wie so ein Buffet quasi, kann Genau. ich mir das nehmen, was ich haben will. eine Sache vielleicht so als kleiner Abschluss, wenn wir über dein Gerät sprechen. Was ist die verrückteste Anwendung, die du gehört hast, mit der jemand das Fulcrum verwendet hat? Also neben dem Strahler, was du selbst gemacht hast. Was ist das Verrückteste? Also ich weiß von einem, der da mit Ableton steuert. Ja, Aber was er da alles genau macht, das hat sich mir noch nicht erschlossen, ehrlich gesagt. habe ich ja vorhin gesagt. Also Ja. im Studio, der Einsatz im Studio. Nee, der macht das live. Also Wow. der lässt da im Ableton lässt er da Loops laufen Ja. und blendet sich dann verschiedene Loops dann zusammen. Wow.
Ich meine, das ist ja auch sowas. Wie gesagt, du kannst ja mehrere Sachen gleichzeitig steuern. Du kannst eine Achse, kannst du auch sagen, ich habe hier einen Looper laufen, der die ganze Zeit vor sich hin tuckert, irgendwas macht. Und den kann ich dann ein- und ausblenden, während ich meinen eigenen Gitarrensound dann eben lauter und leiser Ja. dann dazu mische. Also eigentlich ein bisschen wie so ein 2-in-2-Mischer, wenn du so willst. Ja, großartig. Ihr seht schon, es ist zumindest den Versuch wert, sich damit auseinanderzusetzen. Ich persönlich habe es mit einem Houston Kettner Black Spirit 200 probiert, der 2 Expression-Pedale dran hatte. Da sind die klassischen Effekte drin. Da ist Delay, da ist Hall drin, da ist Distortion drin. Umso mehr ich drüber nachdenke, habe ich ja echt noch mehr Bock, Sachen auszuprobieren, über die ich nie nachgedacht habe. Eben genau solche Experimente zu machen. Ich muss einfach mal auch die Kurve kriegen. Ich muss mal meinen eigenen YouTube-Kanal mal irgendwie richtig starten. Und diese ganzen Sachen, die ich jetzt hier so aus dem Handgelenk erzähle, da könnte man ein eigenes Video machen eigentlich. Das müsste ich echt mal tun. Und Anwendungen zeigen. Ne? Lasst uns doch mal wissen, für die vielleicht schon mal einen Fuß auf das Pedal gesetzt haben, für was verwendet ihr es? Oder lasst uns doch einfach mal einen Kommentar da, was euch sofort in den Kopf kommt, was ihr damit steuern würdet. Es ist eben nicht nur 2 Expression-Pedale, es ist, wie du schon sagst, ein kleines Mischpult in sich, wo ich Crossfades machen kann über verschiedene Sachen, über verschiedene Geräte hinweg. Und lasst euch inspirieren. Sonja, vielen, vielen Dank für deine Infos. Und schaut gerne auf 901sound.com. Links sind unten drin, definitiv. Und hinterlasst auch da ein Like und einen Kommentar zu den Videos, die dort bereits hochgeladen sind. Ganz kurz, wir müssen noch ein bisschen Name-Drop machen. Wer benutzt dein Pedal? Du hast vorhin gesagt, du warst bei Jennifer Batten. Die hat es jetzt ausprobiert. Die war auch ganz begeistert. Ich war im Februar bei Jassi Hofer. Die hat sich das mal ein bisschen angeguckt. Bei, ich wollte jetzt gerade sagen, Heidi Klum auf Tour. So ähnlich. Helene Fischer. Helene Fischer. Ja. Okay, Jennifer Batten, bekannt von Michael Jackson. Ja, genau. Ronan Reed. Ja, natürlich. Ronan Wer Reed. sonst? Der ist ja bekannt für riesengroße Pedalboards und GK hier. Und Der hat eins und großartig. Vielen, vielen Dank. Und schaut rein bei 901. Ich will immer 901 sagen, weil es so... ja, kannst du ja auch. Ja. Weil es Sound hinten dran, ne? 901 Sound. Links sind unten drin. Vielen Dank dir Gerne. und bis demnächst.